Amazons Fallout-Serie war von Anfang an ein Riesenhit. Ein gewaltiger Erfolg, auf den Bethesda nicht vorbereitet war. Und mit nicht meine ich überhaupt nicht. Kein neues Spiel, nicht einmal die Ankündigung für eins, kein DLC, nicht einmal ein läppisches Remaster. Der Erfolg erwischt sie so eiskalt, dass sie sich im Studio gegenseitig über den Haufen rennen, während sie alles stehen und liegen lassen, an dem sie gerade arbeiten, um möglichst schnell neuen Content für Fallout 76 rauszuhauen, das bis dahin stiefmütterlich vernachlässigt wird und natürlich schnell ein Fallout 4 Remaster zusammenzuknüppeln, weil das technisch die wenigste Arbeit bedeutet. Dass man es dann aber mit so wenig Arbeit abliefert, ist auch schon wieder ziemlich frech. In diesem Fall wird Bethesda überrascht, doch es passt nur ins Bild einer Firma, die unstrukturiert und vor allem eines ist: langsam. Und sie sind langsam, weil sie sich durch ihren Erfolg vor über 10 Jahren und den daraus resultierenden Entwicklungen eine völlig neue Firmenphilosophie auf die Fahne geschrieben haben. Wenn ich den Design Director bei Bethesda sagen höre, dass er ein Fallout machen möchte, das man bis zu 600 Stunden spielen kann, dann bin ich mir nicht einmal mehr sicher, ob ich auf Fallout 5 überhaupt scharf sein sollte. Es geht ja nicht darum, dass ein Spiel 600 Stunden braucht, um beendet zu werden, sondern dass es ein Spiel ist, in dem ich 600 Stunden verbringen möchte. Die Wahnsinnigen, die über 1000 Stunden in Skyrim haben das ja auch nicht in nur einem einzigen Spieldurchlauf bewerkstelligt. Das ist zustande gekommen, weil die Spielerfahrung Spaß gemacht hat und der Wiederspielwert so hoch ist. Das sollte das Ziel sein und nicht schon wieder diese verdammte Spieldauer. Mehr Fokus auf das, was gut ist und weniger auf das, was nur gut klingt. Andere Aussagen von den Leuten bei Bethesda sind aber auch nicht erquicklicher. Der Leadwriter von Fallout 3 gibt zu, dass das Team nervös war, als sie dieses beliebte, erfolgreiche Franchise anpackten und umkrempelten, dass die Ehrfurcht dann bis Fallout 4 aber nahezu gänzlich abgeklungen war. Was kann ich denn von einem Fallout erwarten, das die Ehrfurcht vor dem verloren hat, das es groß und großartig gemacht hat? Was ist überhaupt die Logik dahinter? Nun, die Logik dahinter ist, dass Bethesda das nächste Für-immer-Spiel haben möchte. So wie Skyrim sich gut verkauft hat und noch bis heute beliebt ist und gespielt wird. Und auch wenn Bethesda gerade der populärste Sündenbock ist, auf dem es Spaß macht herumzutrampeln, so ist es doch wieder einmal ein Industrieproblem. Jeder große Publisher ist auf der Jagd nach diesem einen Für-immer-Spiel, das sie raushauen, das durch die Decke geht und über Jahre hinweg treu gespielt wird, sodass man es weiter unterstützen und weiter damit Geld generieren kann. Nicht umsonst werden all diese Projekte viel zu früh angekündigt. Man testet die Reaktion potenzieller Käufer und passt das Spiel entsprechend dem Feedback durchgängig an, um die Chancen zu erhöhen, dass es über Jahre hinweg gespielt werden wird. Zumindest doch dieselbe Anzahl von Jahren, die die Entwicklung kostet. Eine Zeitspanne, die wir in Relation setzen müssen. Fallout 1, veröffentlicht im Jahre 1997. Es dauert nur ein Jahr, bis der Nachfolger erscheint. Überspringen wir mal das Spin-off, das die wenigsten wirklich mochten, landen wir 2008 beim Release von Bethesdas Fallout 3. Eine Wartezeit von 10 Jahren. Fair enough. Der ursprüngliche Rechteinhaber Interplay steckt in finanziellen Schwierigkeiten, verkauft Fallout an Bethesda, dann gibt's für 3 Jahre einen Rechtsstreit zwischen beiden. Und dann erscheint 2010 Fallout New Vegas, das zwar keine Nummer im Titel trägt, aber für die meisten eher ein Hauptteil der Reihe ist, als alles, das Bethesda getan hat. Erschienen also mit einem Abstand von 2 Jahren. Bis Fallout 4 müssen wir die Zeitspanne dann wieder deutlich strecken und viele Fans zweifeln an, ob es die Wartezeit wert war. Ich mag's. 2018 schlägt dann Fallout 76 nieder, das wir aus Gründen lieber genauso ignorieren wie Tactics, wenn nicht sogar noch einen Tacken mehr. Inzwischen schreiben wir das Jahr 2026 und Fallout 5 ist am Ödland-Horizont nicht einmal zu erkennen. Gemessen an allen Aussagen, die wir seitens Bethesda vorgesetzt bekommen, wird selbst 2030 ziemlich knapp. Vor allem, weil The Elder Scrolls 6 gerade entwicklungstechnisch Vorrang hat und Experten da auch nicht vor 2028 oder 2029 mitrechnen. Selbst mit den zuvor genannten Problemen zwischen Interplay und Bethesda und dem gewaltigen Wandel von 2D zu
3D Fallout hatten wir 10 Jahre Abstand. Aktuell sind es bereits 11 und selbst mit den optimistischsten Prognosen werden es schließlich mehr als 15 Jahre sein. 15 Jahre, in denen das Hauptstudio ein bisschen an 76 arbeitet, ein Spiel anfänglich ohne jegliche NPCs, während es essentiell eigentlich ein Projekt des Zweigstudios in Austin ist. Und 8 Jahre mit Starfield vergeudet. Die beiden Handyspiele will ich natürlich nicht unterschlagen. Mal im Ernst, drehen die da Däumchen? Tun das jetzt alle? Wenn ich mir vor Augen führe, was früher möglich war, dann muss es wohl so sein. 2006 erscheinen im AAA-Bereich Twilight Princess, Bully, Company of Heroes, Dead Rising, Gears of War, Just Cause, Okami, Prey, Saints Row, Oblivion. Allein wie viele neue Franchises diese Liste anführen. 2007 erscheint das noch heute beste Call of Duty, Halo 3, God of War 2, Team Fortress 2, Metroid Prime 3, Guitar Hero 3. Und jetzt kommt's. Assassin's Creed, Bioshock, Crackdown, Crysis, Mass Effect, Portal, Rock Band, The Darkness, The Witcher und Uncharted. Einen machen wir noch. 2008 erscheinen GTA 4, Fallout 3, Metal Gear Solid 4, Gears of War 2, Super Smash Bros. Brawl, Persona 4, Fable 2, Mario Kart Wii, Army of Two, Dead Space, Left 4 Dead, Little Big Planet, Mirror's Edge und Spore. Mal davon abgesehen, dass der Wikipedia-Eintrag zu 2025 in Videogames nicht mit der Auflistung all der großartigen Spiele beginnt, sondern mit den Entlassungswellen, wird folgendes im AAA-Bereich veröffentlicht: Donkey Kong Bonanza, Ghost of Yotei, Battlefield 6, Mario Kart World, Silent Hill F, Assassin's Creed Shadows, Doom the Dark Ages, Monster Hunter Wilds, The Outer Worlds 2 und Metroid Prime 4. Fällt dir was auf? Jedes einzelne dieser Spiele ist eine Fortsetzung, die auf die finanzielle Anziehungskraft der Marke setzt. Die ganzen Remaster, die Gewinn aus alten Erfolgen schlagen wollen, wie Snake Eater, Tony Hawk's Pro Skater, Oblivion, Mortal Kombat, will ich gar nicht mal erwähnen. Viel interessanter als ihre Spiele scheint zu sein, dass Ubisoft mit Tencent in die Kiste hüpft, EA sich an die Saudis verkauft und das negative Feedback zu Black Ops 7 sogar Activisions erfolgreichste Marke zu Anpassungen zwingt. Gefühlt die einzigen Spiele, über die gesprochen wird, vor allem auch positiv, kommen aus dem AA- und Indie-Sektor mit Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2, Dispatch, Silksong, Hades 2, Blueprints und Split Fiction. Ich habe inzwischen den Eindruck, dass in der Videospieleindustrie alle nur noch darauf schauen, was andere tun, anstelle auf die eigenen Finger zu achten und an den eigenen Ideen zu feilen. Warum sonst hat Elden Ring einen riesen Erfolg und ein Jahr später ist bei den ganzen Showcases jedes zweite Spiel ein Souls-like? Warum will jeder große Publisher um jeden Preis ihr eigenes Fortnite? Es ist doch wie in der Schule. Du musst aufpassen, von wem du abschreibst. Es sollte nicht die größte Matschbirne der Klasse sein, aber auch nicht der Klassenstreber, weil du nie dieselbe Qualität erreichst und der Lehrer sofort merken wird, von wem du abgeschrieben hast. 6 Sätzen. Wäre ich also Bethesda, würde ich mich neben die Klassenkameraden setzen, die Qualität und Quantität effizient vereinen. Insomniac baut auch feinste AAA Open-World-Abenteuer, macht es aber cleverer. 2018 erscheint Spider-Man, 2020 nutzen sie die Inhalte erneut, lassen es mit Miles Morales trotzdem wie ein völlig neues Spiel wirken. Und dann erscheint 2023 bereits der Nachfolger. 5 Jahre, 3 riesige, zu Hochglanz polierte Blockbuster. From Software hat seit 2015 mit ihrer klaren Vision 6 Spiele und 2 DLCs rausgehauen, die eigene Spiele sein könnten. Capcom hat seitdem alleine 7 Resident Evil Teile veröffentlicht, Remasters und Spin-Offs gar nicht mit einberechnet, geschweige denn DLCs. Oder ihre anderen Franchises wie Monster Hunter, Street Fighter, Dragon's Dogma und Devil May Cry. Es bleibt sogar Zeit, tolle neue Marken zu erfinden wie Kunitsugami. Obsidian Entertainment, die Macher von New Vegas, mit deutlich geringeren Ressourcen, stehen bei 11 Titeln seit 2015. Anstatt sich aber mit diesen Entwicklern zu vergleichen, die tatsächlich entwickeln, scheint Bethesda sich eher an Rockstar Games zu orientieren, die in den 10 Jahren von 2003 bis 2013 26 Spiele herausbringen. Das einzige, das sie seit 2015 dann aber veröffentlicht haben, ist Red Dead Redemption 2. Immerhin aber auch ein Spiel, das alleine mehr Kohle eingenommen hat als Skyrim, Fallout 4 und Starfield zusammengenommen. Während GTA 5, speziell auch mit ihrem Online-Modus, 10 Milliarden einspielt. 10 Milliarden. Das ist mehr als Microsoft für Bethesda zahlen musste.
Bethesda mag so arrogant sein wie Rockstar, aber ohne den Erfolg und das Talent dahinter. GTA macht Kohle allein mit seiner Existenz, Fallout macht gar nichts, außer schlechte Schlagzeilen. Und obwohl man diesen Luxus nicht im Rücken hat, verballert man 8 Jahre irgendwas zwischen 200 und 400 Millionen Dollar und hält 500 Leute in Beschlag, die an einem Spiel arbeiten könnten, das tatsächlich jemand haben möchte. 8 Jahre, in denen dasselbe Studio zuvor Oblivion, Fallout 3 und Skyrim bewerkstelligt hat. Und ich verstehe vollkommen, dass Entwickler auch mal an etwas anderem arbeiten möchten und durchdrehen, wenn sie die nächsten paar Jahre wieder nur Wüste und solche Helme sehen müssen. Aber dann lagere die Arbeit doch wieder aus. Ich habe nur das Gefühl, dass die Beliebtheit von Obsidians New Vegas Todd Howard zu sehr gekränkt hat. Auch wenn beide Firmen jetzt unter demselben Todesstern dienen. Es ist ja nicht so, als hätte Obsidian schon damals ein New Vegas 2 und ein ähnliches Spiel im Elder Scrolls Universum gepitcht und wurde abgelehnt. Und das, obwohl Bethesda ihnen die Bonuszahlung verwehrt, weil sie den vertraglich festgesetzten Metacritic-Score um nicht mehr als einen Punkt verfehlen. Und das auch nur, weil die knappe Entwicklungszeit zu einer ordentlichen Reihe von Launchbugs führt. Und wenn Todd Howards Vision vom nächsten Fallout ohnehin nur ein noch größerer, inhaltlich noch schwächerer Sandkasten ist, warum verbietet sein Ego dann das Outsourcen und Produzieren eines in seiner Essenz völlig anderen Spiels? Einem Spiel, das die wahren Fans tatsächlich spielen möchten, wie gewaltige Fanprojekte à la Fallout London beweisen. Essentielle Werte der ersten Fallout-Teile waren Sozialkritik und Parodien von Popkultur. Das funktioniert nicht, wenn ein Spiel ein Jahrzehnt zur Fertigstellung benötigt. Bis dahin hat sich die Gesellschaft weiter oder wahrscheinlich eher zurückentwickelt und die Promis, Filme und andere Popkultur kennt bis dahin keiner mehr. In 2011 hat Bethesda Werbung damit gemacht, dass jeder, der sein Kind Dovahkiin nennt, sein Leben lang Bethesda-Produkte umsonst bekommt. Und natürlich gab es jemanden, der das tatsächlich getan hat. Und der sein Kind aufs College schickt, bevor er Elder Scrolls 6 umsonst bekommt. Ich verstehe ja den Reiz, den so ein Für-immer-Spiel ausübt, doch wie viele Games schaffen es letztlich, ein Skyrim oder ein GTA 5 oder ein Fortnite zu sein? Und warum schaffen die es? Weil sie eine künstlerische Vision haben und die zum Ziel der Entwicklung machen, anstelle einem Trend oder anderem erfolgreichen Videospiel hinterherzulaufen. Nicht umsonst zeigen alle Trailer heutzutage nur noch, wie geil irgendwas aussieht, anstelle wie spaßig es sich spielt. Und Spaß ist ein gutes Stichwort. Die Entwicklung von Hollow Knight Silksong dauerte auch 6 bis 7 Jahre, aber nicht etwa, weil es 4-mal so groß werden musste wie sein Vorgänger oder fotorealistisch aussehen sollte, sondern weil die Entwickler so einen Spaß damit hatten. Eine Lehre, so alt wie Videospiele selbst. Und jedes Mal aufs Neue geht sie verloren. Wenn die Entwickler Spaß haben, werden auch die Spieler Spaß haben. Und um es auch für die CEOs in Relation zu setzen, wenn die Spieler Spaß haben, werden die Spieler auch Geld ausgeben. All der verrückte Quatsch oder die essentiellen Verbesserungen, die Modder seit über einem Jahrzehnt in Skyrim anstellen. Lasst es doch das Studio machen und für ein paar Euro verkaufen von mir aus. Dann ist es unkompliziert zu installieren, funktioniert auch auf Konsolen, funktioniert überhaupt. Macht doch erst einmal das Spiel und überlegt dann, wie man sinnvoll weiterhin damit Geld machen kann, anstatt den Prozess andersherum aufzuziehen. The Elder Scrolls 6 tritt schließlich nicht gegen Skyrim in den Ring, sondern gegen rund 20 Jahre an Community-Arbeit. Jeder Publisher, der seine Marke so lange nicht bedient, muss sich nicht mehr darum sorgen, ob es kaputt, unfertig oder verbuggt erscheint, ob die Monetarisierung funktioniert und wie viel Spielzeit Gamer darin investieren. Dann muss man sich viel mehr Gedanken darum machen, ob das Spiel nicht einfach den Punkt der Belanglosigkeit erreicht hat und allen einfach egal ist. Und wenn ich Publishern noch ein paar mehr Tipps mit auf den Weg geben darf, dann sollten sie sich dieses Video als nächstes ansehen. Und du auch, wenn du öfters das Gefühl hast, dass dein Spiel dich für dumm verkaufen will. Hochintelligent hingegen sind meine Kanalmitglieder Retrojäger, Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, Jürgen, BTD, 22XXD, Neurotaktik, Dandy Gaming, Robert, Christoph, Wotan, P9608, Homebrew Raider und Lord Pimpim.